Guten Tag, mein Name ist Christian Markus, PLM-Berater bei der Choristo GmbH und ich heiße Sie heute willkommen zu dem zweiten Video unserer kleinen Serie zur SAP PSM, dem Produktstrukturmanagement. Heute will ich Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wie die Variantenkonfiguration in SAP PSM funktioniert und wie sich das hierfür benötigte Beziehungswissen in der Produktstruktur hinterlegen lässt. Für die Neueinsteiger möchte ich noch einmal ganz kurz in Erinnerung bringen, warum wir das SAP Produktstrukturmanagement benutzen wollen. Treibende Faktoren sind die Notwendigkeit, stark wachsende Produktvielfalt zu managen. Stichwort hier wäre die Losgröße 1. Dann das inzwischen weit verbreitete Denken in Plattformen und Produktfamilien auf Unternehmensseite. Die steigende interne Komplexität heutiger Produkte mit wachsendem Elektronik- und Softwareanteil und die wirtschaftliche Notwendigkeit, Komponenten und Lösungen wiederzuverwenden. SAP PSM ermöglicht es uns nun, all diese Herausforderungen anzunehmen und die Gesamtheit eines Produktes in nur einer Struktur effizient und effektiv zu managen. Doch wie bekommen wir nun die einzelnen Produkte aus der Produktstruktur heraus? Und wie sehen wir, was konsistente Konfigurationen des Produktmodells sind? Und hier kommt dann eben die Variantenkonfiguration ins Spiel und wir wollen uns einmal anschauen, wie diese in SAP PSM funktioniert. Hierzu haben wir wieder unser einfaches Beispiel, das einige von Ihnen sicher schon kennen aus unserem ersten Video zum SAP Produktstrukturmanagement, die kleine Kfz-Klimaanlage, die schon mal als Beispiel herhalten musste. Wie Sie sich vielleicht erinnern, sehen wir hier eine Produktstruktur mit 16 möglichen und 4 gültigen Produktvarianten. Die Variantenkonfiguration sagt uns nun, welche Kombinationen von Komponenten gültige Produkte ergeben, wie hier zu sehen, und welche Merkmale bei der Konfiguration kombiniert werden können und welche nicht. Diese Abhängigkeiten werden im Entwicklungsprozess definiert und für jede technische Lösung dokumentiert. Die benutzten Merkmale für die Konfiguration stammen hierbei nicht selten aus dem Requirements Engineering zu dem Produkt. In unserem sehr einfachen Beispiel sind das zwei, nämlich ob unser Auto ein oder zwei Klimazonen hat und ob ein Navi enthalten ist oder nicht. Schematisch sieht das dann wie folgt aus. Nehmen wir an, wir haben zwei Klimazonen, dann weiß das System schon mal, dass wir dieses Cover und eine dieser beiden Elektroniken benötigen. Die Kühleinheit ist natürlich immer dabei. Zur Navigation nehmen wir sowieso unsere Smartphone-Lösung, also verzichten wir auf das GPS. Nun ist auch klar, welches Display wir benötigen, welche Elektronik ausgeschlossen werden kann und unsere Klimaanlage ist fertig konfiguriert. Das wollen wir uns nun einmal im System anschauen. Hierbei will ich Ihnen zeigen, wie man eine entsprechende Konfiguration anlegt und zumindest einen Eindruck vermitteln, wie das benötigte Beziehungswissen ganz einfach grafisch gepflegt werden kann. Wie Sie sehen können, bin ich hier schon zum Einstieg direkt einmal in der Anzeigefunktion für unsere Produktstruktur der ähm, kleinen Klimaanlage, die ich hier einmal komplett aufklappen will. Wir sehen die einzelnen Produkt-Items mit ihren Produkt-Item-Varianten und wie schon im ersten Video angedeutet, können wir auf Ebene dieser einzelnen Varianten, nehmen wir wieder unser Kontrollelement her, ähm, nachvollziehen, welches Beziehungswissen hier hinterlegt ist. Das sieht jetzt erstmal etwas kryptisch aus, so kryptisch müssen wir es aber auch gar nicht pflegen. Das heißt, wenn ich auf Ebene des Product Items unterwegs bin, kann ich hier ganz leicht in die Pflege des Beziehungswissens zu diesem Produkt-Items abspringen. Das Ganze ist hier tabellarisch gelöst. Wir sehen das Product Item mit seinen Varianten und dazu die entsprechenden Merkmale. Hier sehen wir die Bedienelemente für eine Klimazone werden ausgewählt, wenn ich das Merkmal eine Klimazone selektiere, entsprechend dieser Logik auch für die zweite Zone. Das ist jetzt hier sehr minimalistisch. Wir können uns aber auch noch anschauen, dass das Ganze auch auf Ebene der ganzen Klimaanlage funktioniert.
wenn ich es selektiere. Dann haben wir eben alle angesprochenen Merkmale, alle Produkt-Item-Varianten und können hier in dieser Tabelle relativ leicht das Beziehungswissen hinterlegen, das zur Konfiguration unserer Produktstruktur benötigt wird. Das ist natürlich auch Voraussetzung für die spätere Konfiguration einzelner Produkte aus unserer Produktfamilie. Das wollen wir uns mal anschauen, wie wir hier eine sogenannte Simulation anlegen können, die eben genau das macht, eine Konfiguration vornimmt, dadurch, dass wir die entsprechenden Merkmale bewerten und dann anwenden. Hierzu gehe ich auf Edit Simulation und fange eben an, über das Erstellen einer Konfiguration diese Simulation anzulegen. Und dann gehen wir die Merkmale einmal durch. Wir hätten gerne eine Zwei-Zonen-Klimaanlage. Sprache wählen wir Englisch aus. Das Ganze dann für den amerikanischen Markt. Und ein Service zum Update der Navigationsdaten brauchen wir nicht, da wir ja auch kein Navigationsgrid integrieren wollen. Diese Simulation kann ich nun einmal aktivieren und dann schließe ich den Bearbeitungsbereich und dann sollten wir sehen, wir haben noch genau die Produkt-Item-Varianten in der Produktstruktur dargestellt, die wir für unsere Konfiguration benötigen. Und wir haben das englische Handbuch, wir haben den Service GPS Update nicht dabei, wir haben die entsprechende Software für zwei Zonen, englische Spracheinstellungen, passende Einstellungen für die USA und auch unsere Abdeckung, die Kontrollelemente für zwei Zonen dabei, wie natürlich auch die Elektronikkomponenten. Und so haben wir gesehen, wie man relativ leicht Beziehungswissen in dieser Produktstruktur hier hinterlegen kann und auch wie man dieses nutzen kann, um eine Produktkonfiguration zu erstellen, um die Daten zu einem spezifischen Produkt oder auch einer Teilkonfiguration zu erhalten. Zum Abschluss noch einmal ein Blick auf die Vorteile, die das SAP Produktstrukturmanagement bietet. Es gewährleistet eine gesteigerte Datenintegration zwischen den verschiedenen technischen Disziplinen und fördert so die Zusammenarbeit und Effizienz der Produktentwicklung. Die SAP PSM Produktstruktur stellt eine umfassende Single Source of Truth für alle produktabhängigen Informationen dar und kann so ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum digitalen Zwilling und damit der Digitalisierung sein. Hierüber ermöglicht das SAP PSM auch, dass sich die Entwicklungsabteilung auf die Entwicklung von Produktinnovationen konzentrieren kann und nicht als Ansprechpartner für alle produktbezogenen Daten herhalten muss. Durch die Unterstützung aller möglichen Downstream-Prozesse mit bestmöglichen Produktdaten lässt sich schließlich die Produktqualität steigern, was noch weiter befördert wird, da die Existenz einer zentralen Produktstruktur ein vereinfachtes und transparenteres Freigabe- und Änderungsmanagement ermöglicht. Nun hoffe ich, ich konnte Ihnen einen ersten Eindruck von der Variantenkonfiguration in SAP PSM vermitteln und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie weitere Details zur Funktionalität des SAP Produktstrukturmanagements interessieren, wie zum Beispiel die visuelle Unterstützung der Produktkonfiguration durch die SAP 3D Virtual Enterprise oder auch die Möglichkeit, die Ihnen unser Tool zum Excel-Export der Produktstrukturdaten bietet, verweise ich auf unsere weiteren Videos aus dieser Serie zum SAP Produktstrukturmanagement. Sollten Sie weiterführende Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an die E-Mail-Adresse meinefrage@choristo.com. Vielen Dank.